So, herzlich willkommen hier heute bei Gira. Mein Name ist Matthias und wir machen das Thema Gira-Assistenten, neue Projekte effizient und einfach planen. Stellt euch vor, ihr seid Elektromeister und euer Kunde ruft an und sagt, so, wir müssen mal mein Haus planen. Ich plane ein Familienhaus, kannst du mich beraten, kannst du mir helfen? Wie können wir hier besser zusammenkommen? In Zukunft oder auch ab Sommer könnt ihr dann euren Kunden sagen, du pass auf, fang schon mal an und heute Abend gucken wir uns das ganze Thema gemeinsam an und wir gehen mal zusammen drüber und schauen mal, was du schon gemacht hast. Schickt den Kunden einfach in unseren neuen Gira Home Assistant und fangt dort schon mal an zu planen, welche Räume, welche Stockwerke, welche Schalterprogramme werden denn benötigt, welche Formen, Farben, welche Funktion soll denn dann das neue Einfamilienhaus erfüllen. Hier ist einfach ganz wichtig, der Kunde kann sich schon mal damit beschäftigen mit den Themen Form, Farbe, Funktion, welches Design, sodass ihr nicht mehr alle einzelnen Designlinien wirklich im Kopf haben müsst. Im zweiten Schritt kann der Kunde dann hergehen und sagen, pass auf, ich schicke dir, lieber Elektromeister, einfach meine Konfiguration rüber. Ihr könnt sie einfach bei euch einbinden und dann ist der erste Assistent von Gira quasi schon erledigt und im Hintergrund bereiten wir die Daten auf, sodass wir als Fachmänner oder auch ihr als Elektroplaner sagen könnt, okay, jetzt steigen wir wirklich ein in das Thema Feinplanung. Feinplanung bedeutet, ihr öffnet in unserem neuen Gira Planungsassistent das Projekt, was der Endkunde konfiguriert hat. Er übernimmt schon mal alles, was da ist, Thema Räume, Thema Funktionen, Thema Design. Das heißt, ihr erhaltet eine komplette Stückliste von den Produkten, die der Endkunde vorher schon geplant hat. Ist alles schon fertig, ist alles schon drin. Wir haben Zeiten hinterlegt, das sind die Zeiten vom ZVEH, sodass ihr auch wisst, wie lange brauchen wir für dieses Projekt. Ihr könnt eure eigenen Stundensätze hinterlegen. Das heißt, egal ob ihr jetzt in Norddeutschland, Süddeutschland, West oder Ost unterwegs seid, eure Löhne, eure Stundenlöhne könnt ihr dort hinterlegen. Zweites wichtiges Thema, was im Hintergrund passiert, ist einfach das Thema Pflichtenheft. Jeder kennt es. Wer dokumentiert genau, was ist jetzt in meinem Angebot enthalten zum Beispiel? Hier entsteht automatisch schon eine vollständige Dokumentation, was ist in welchem Raum vorhanden, was wird wo benötigt und das könnt ihr euch nachher von eurem Kunden unterschreiben lassen, sodass immer klar ist, was haben wir denn vereinbart und was sind die Themen, die ihr braucht. Im Anschluss daran können wir aus dem Gira Planungsassistent in unzählige weitere Formate exportieren und auch unzählige weitere Tools einfach nutzen. So könnt ihr zum Beispiel hergehen und sagen, okay, ich habe eine kaufmännische Software, ihr übernehmt schon mal die ganzen Themen wie Artikel, Stückzahl, wie groß ist die Dauer, wie groß ist der Aufwand, den ich brauche, könnt ihr schon alles mit rübernehmen, exportieren, dem Kunden ein Angebot schreiben. Fertig. Müsst es nicht doppelt machen. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel eine Verteilerdokumentation braucht, könnt ihr euch schon hier automatisch mit downloaden, wird auch automatisch mit generiert. Zweites wichtiges Thema, wenn ihr zum Beispiel mal Änderungen drin habt. Der Kunde möchte doch ein anderes Schalterprogramm haben. Ihr müsst nicht mehr hergehen und durchzählen, wie viel Rahmen habe ich denn in einfach, zweifach, vierfach, fünffach im Projekt verbaut, sondern ihr könnt einfach mit 2 Klicks ändern und sagen, okay, wir ändern jetzt das Programm von E2 zum Beispiel auf Esprit oder auf unseren neuen E1. Sollte es sich um ein KNX-Projekt handeln, ist hier noch nicht Schluss, sondern es geht hier weiter in unseren dritten Assistenten. Das heißt, ihr könnt die Daten zum einen exportieren in die ETS, sodass ihr auch den Mehrwert habt, die Daten zu übernehmen, schon mal in das Thema Smart Home, in die ETS-Programmierung. Zum anderen könnt ihr auch die Daten übernehmen in unseren Gira Projektassistenten. Wer ihn noch nicht kennt, ihr könnt ihn hier am Stand überall mal ausprobieren. Gira Projektassistent, das heißt, das, was übernommen wird, sind dann auch wieder die Gebäudestruktur, die Funktionen, die Datenpunkte, ist alles schon mit drin, sodass ihr nicht wieder von vorne anfangen müsst und einfach unheimlich viel Zeit sparen könnt in der ganzen Reise von Anfang, von Anfrage, von Angebot, über vielleicht nochmal 1, 2 Änderungen, über die Planung, die Inbetriebnahme und habt so wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, hier mit den Gira Assistenten, wenn ich diese
Strecke vollständig nutze, die Daten immer weitergebe, bin ich einfach deutlich effizienter und kann neue Projekte effizient und einfach planen. Gibt es dazu jetzt noch Fragen von euch? Du bist sonst am Ende angekommen. Danke dir. Ja, wenn es von Publikumsseite keine Fragen gibt, gucke ich mal eben, ob es vielleicht von zu Hause aus Fragen reingekommen sind. Tatsächlich gibt es die eine oder andere. Sag mal, Matthias, was kostet das Ganze eigentlich? Brauche ich dafür ein Abo? Also, sehr beliebte Frage, was kostet das Ganze am Ende? Nein, ihr braucht kein Abo. Also ihr müsst jetzt nicht irgendwie Sorge haben, ihr bindet euch hier an irgendwas oder müsst für irgendwas bezahlen, was dann am Ende eh nicht genutzt wird, sondern erst wirklich dann, wenn ihr hergeht und das Projekt wird vereinbart, ihr braucht ein Pflichtenheft, ihr müsst euch irgendwas unterzeichnen lassen, erst dann wird es kostenpflichtig, dass wir sagen, okay, mit dem Download vom Dokument, dann nehmen wir 0,15% vom Projektpreis, das kann sich jeder ausrechnen, das sind ein paar Euro, die wir dann in Rechnung stellen. Aber machen auch nur einen ganz, ganz kleinen Anteil dann am Ende aus. Sehr gut. Genau. Wo kann man sich denn registrieren und gibt es Schulungen? Also, Schulungen sind schon online. Das heißt, wenn ihr einfach auf akademie.gira.de geht, könnt ihr euch dort registrieren. 12.3. und 12.4. sind die Termine aktuell. Auch die Schulung ist kostenfrei. Registrieren über meingira.de für dieses Tool könnt ihr euch auch. Wir prüfen einmal, seid ihr Elektrofachbetrieb im Hintergrund, checken eure Daten und dann schalten wir euch frei und ihr könnt sofort loslegen und dieses Tool nutzen. Die gesamte Story, so wie wir sie hier darstellen, auch an den Wänden, können wir ab Sommer dann vollständig nutzen, sodass wir dann auch sagen, okay, dann sind wir durchgängig und haben alle unsere Assistenten entsprechend am Start. Perfekt. Und eine letzte Frage von hier noch. Kann man individuelle Stundensätze hinterlegen? Hatte ich eben schon erwähnt, genau. Individuelle Stundensätze sind natürlich möglich. Muss ja auch so sein, dass wirklich jeder Fachbetrieb, du kannst ein Logo hinterlegen, deine Stundensätze hinterlegen, sodass du auch wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt meine Daten, meine Dokumente, dass der Kunde auch einfach weiß, was er bekommt. Ja, perfekt. Ich gucke nochmal in die Runde. Haben sich auf eurer Seite Fragen ergeben? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wir laden alle, die hier vor Ort sind, herzlich ein, einmal nochmal rüberzukommen, einmal genau diese Kundenreise über die Tools und Assistenten mit uns zu machen, um das einfach einmal selbst zu sehen, wie es funktioniert. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, sehr gerne.